Yo Leute, willkommen zurück bei Timcase Nerdcrate. Tim hier. Heute der Abschluss der Platte, der Säulen und der Anfang der Rückwand. Das Spiel ging dann weiter wie zuvor. Ich habe die Platteneffekte weitergezogen. Ich dachte, da muss noch ein bisschen Schattierung rein, deswegen hatte ich mir die braune Sprayfarbe geholt, die seht ihr oben am Rand. Und habe dann einfach Stück für Stück weitergemacht, ehrlich gesagt. Habe ja wirklich auf gut Deutsch das Material, das Styrodur-Material wirklich sozusagen aus der Platte rausgepopelt, um den Magneten da reinzukriegen. Das Ganze angepasst und dann, wie gesagt, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, mit Heißkleber halt eingeklebt. Mehr war das im Endeffekt nicht. Ich werde auch zwischendurch wieder ein bisschen ruhig sein und das einfach für euch laufen lassen. Viel selbsterklärend. Diese Magnete, die ihr nehmen könnt, die kriegt ihr eigentlich im Endeffekt überall, in jedem Bastelshop. Was oft auch empfohlen wird, sind Neodym-Magneten. Das sind so ziemlich die stärksten Magneten, die ihr kriegen könnt. Die sind meistens ziemlich blank, quasi chrom. Und die sind eigentlich so dermaßen stark, dass man eigentlich schon mit kleinen Dingern, also wirklich so einem Durchmesser 5 mm, schon ziemlich heftige Probleme hat, die wieder auseinanderzukriegen. Habe ich mal mitgearbeitet. Ich überlege gerade, wobei. Genau, beim Predator. Ich hatte damals einen Predator gecustomt. Und der hatte am Ende den Adler, das war der Falconer Predator aus Robert Rodriguez Predator. Der hatte den am Ende die Möglichkeit auf der Schulter zu setzen, diese Falcon-Drohne, und auch auf dem Arm. Und das Ding war so dermaßen fest, also keinerlei Probleme. Naja, was ihr hier schon seht, ist das bekannte Drybrush. Seht ihr schon, ziemlich stumpfe, schnelle Züge rüber mit sehr, sehr wenig Sandfarbe auf dem Pinsel. Und das Ganze raufgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich fand den Sand unten, das sah ein bisschen blöder aus an der Säule, das habe ich dann noch ein bisschen weggemacht und habe noch ein bisschen dunkle Farbe genommen und das noch ein bisschen dunkler gemacht und dann wieder ein bisschen ausgeglichen mit Sand. Also ihr seht schon, es ist wie letztes Mal, es ist eine Menge, was wollt ihr, wie wollt ihr, wie das aussieht. Deswegen lasst euch da nicht irgendwie reinquatschen, wenn ihr was macht. Wenn ihr Bock habt, dass das halt echt total verwaschen aussieht, dann macht ihr das. Und wenn ihr wollt, dass das ein bisschen sauberer aussieht, dann macht ihr das. Und wenn ihr wollt, dass da Blut überall rumliegt, dann macht ihr das. Das ist alles euer Ding. Das ist genau euer Diorama und ihr müsst das so machen, wie ihr das wollt, damit ihr euch umdreht, wie ich das mache und eben das Ding seht. Jo, das habe ich gemacht. Darum geht's hier. Es soll Spaß machen und es soll für euer Display sein. Das kann man immer viel für andere Leute nutzen, deswegen habe ich mir viel rausgeholt aus unterschiedlichen Tutorials und wie ich auch immer so oft sage, bei Chris Pinkerton aus dem Realm, weil der wirklich gute Technik auf Lager hat. Und da habe ich mir halt die ganzen Tipps für das Ding geholt und mit den Säulen ging das dann halt auch Stück für Stück weiter. Ich habe dann die ganzen Brocken, die seht ihr ein Stück weiter oben auf der Alufolie liegen, habe ich dann einfach mit den Effekten weitergemacht, wieder Sandfarben und das Ganze rüber gepinselt, immer die ganze Farbe weg. Und dann locker darüber. Dann habe ich geschaut, wie man das am besten anordnen kann, dass das auch wirklich so aussieht. Okay, diese Säule wurde halt von einem Blas getroffen. Und das Ding ist halt so ein bisschen in 1000 Teile geflogen. Nicht unbedingt 1000 Teile, weil schwer darzustellen. Soll ich Krümelkram anmalen, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen das da hingepackt. Und dann auch ein bisschen Sandfarben mit an die Kette gemacht, damit das gut aussieht. Halt irgendwie hingelegt. Und hier habe ich die zweite Handstelle gemacht. Ganz wichtig, das hatte ich gar nicht mal auf dem Zettel. Oh weia, ich habe so viel aufgenommen, meine Güte. Wie ihr schon seht, ich säge wirklich stumpf mit dem Brotmesser diese blöde Kugelschreiberhülle wirklich durch und habe versucht im Winkel zu bleiben. Und habe dann halt angefangen, weil das halt innen so dermaßen abschert, den Innenraum noch ein bisschen sauberer zu machen mit Skalpell. Ich glaube, das ist gleich auch noch drauf, aber ich kann ein bisschen vorgreifen. Dann die Kanten ein bisschen glatt gemacht und ja, seht ihr das mit dem Skalpell, siehst du, klasse. Und Verzeihung. Dann, genau, habe ich einen Stein hingelegt, da kommt auch noch eine kleine Blutlache hin, weil ich dachte mir, wenn da so ein Brocken liegt, dann wird bestimmt bei irgendeinem Kampf auch mal so ein Stein als Waffe genutzt und ja, da ging das dann weiter. Genau, das ist der Schäkel, den ich genutzt habe, der kommt dann da an die Seite rein. Den habe ich dann von der schwarzen Beschichtung sozusagen befreit. Und habe dann diese schwarze Kette, die ihr gerade gesehen habt, die hatte ich mir von Amazon geholt. Wie gesagt, das waren irgendwie, keine Ahnung, 3, weiß ich nicht, Meter oder 2, ich weiß nicht, so eine kleine Rolle, die irgendwie 5 Euro kostet. Das ist wirklich nicht die Welt und man hat echt eine ganze Menge über. Und dann halt auch drüben entsprechend in der selbst abgebrochenen Säule natürlich dann den Schäkel reingesetzt.
und das Ganze nur reingedrückt, auch nicht groß verklebt, weil denkt dran, Sekundenkleber frisst den Schaum. Und für so ein Ding, Heißkleber, macht nicht wirklich Sinn. Also drückt das einfach rein, das reicht vollkommen. Und dann könnt ihr mit der Kette spielen, wo ihr das hinhaben wollt, noch ein bisschen zusätzlich Sand da drauf, weil wenn die eine Handschelle schon eine Ecke länger da im Dreck liegt und bei einer Explosion dabei war es vielleicht ein bisschen mehr Dreck drauf, ne? Das ist so meine Denke gewesen. Naja, und dann habe ich hier meine kleine Blutmischung, wie gesagt Acrylrot mit ein bisschen Wasser und schwarzer Farbe und dann einfach stumpf echt ein paar Platscher hingemacht und die Sprüheffekte, die ihr da seht, die habe ich halt darauf gemacht. Ich habe halt den Pinsel sehr nass gemacht und dann wirklich war halt auch Saukram, ne? Man muss halt mit dem Finger an den Pinsel und so richtig so, falls das irgendwie Sinn macht, richtig so über den Asphalt oder über den Sand sozusagen spritzen. Ja. Natürlich nicht rangezoomt, aber da seht ihr das ungefähr. Habe ich dann ein kleines Stück von einem Twisty auch darauf geklebt als kleines Gelenk. Das sieht man dann sogar in den silbernen Teil. Das fand ich ganz cool, das hat klasse geklappt. Und dann auch aus dem Twisty einen kleinen Schäkler schon. Ich habe eine super Jucknase, ich weiß nicht warum. Und eine australische Buschkröte im Hals. Ja, Entschuldigung. Und ja, das stückchenweise weitergemacht, wie ich mir das gedacht habe. Schäkel, wie gesagt, auf die Handschelle und dann die Kette daran. Dann noch ein zusätzlich Blut auf die Stufen, weil das hat mir nicht gereicht, das war mir zu trocken. Oder nicht genug. Und in der Zwischenzeit ist dann mittlerweile endlich mal die Säule, die zweite, endlich mal trocken gewesen. Und dann bin ich dabei gegangen, wie vorher bei der anderen Säule, ehrlich gesagt auch. Und habe dann eben den Mod Podge da aufgebracht, den Sekundenkleber, den nicht Sekundenkleber, den Serviettenkleber. Und habe da den Sand, ganz ehrlich, der da noch lag, einfach darauf gemacht, weil da war auch nichts mit, das war alles gut. Und dann war das der erste Teil. Habe ich den erstmal raufgestellt und es sieht gut aus. Ich war wirklich happy, als ich das gesehen habe. Mit dem Schäkel, mit der Kette, wie das da liegt, mit dem ganzen Blut, mit dem bisschen angehäufteren Sand um die Säulen, das Blut, die Shao Kahn da sitzt. Also das war so das erste Ding, wo ich wirklich gesehen habe, meine Fresse, da wird wirklich ein Schuh draus. Also das hat schon wirklich mega Bock gemacht. Genau, da der Klumpen, wo dann eben auch eine Blutlache ist, weil das genutzt wurde, und dann hier die kaputt gesprengte Säule. Ich bin immer noch ziemlich begeistert, wie das aussieht. Also hat auch Spaß gemacht. War viel Arbeit, aber hat auch Spaß gemacht. Aber wir sind noch längst nicht am Ende. Ich habe dann eben mit der Rückwand angefangen. Wie ihr euch denken könnt, das war das Endergebnis von der Platte. Und die Rückwand war halt im Endeffekt dasselbe wie vorher. Ich habe ganz stumpf wieder die Feinspachtelmasse genommen, das darauf gedatscht, verstrichen, vorher links und rechts unten die Maße genommen, wo ich das ungefähr hinhaben wollte, weil das natürlich in einen Bogen gehen soll. Und dann verspachtelt, ein bisschen glatt gemacht und das Ganze trocknen lassen. Und dann habe ich angefangen, anhand des Konzepts, ehrlich gesagt, einfach zu malen. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ich bin bei sowas eigentlich nicht sonderlich gut. Wer meine Geschichte halbwegs kennt, der weiß, dass ich als Teenie viel gezeichnet bzw. gemalt habe. Ich habe Comics abgezeichnet. Nicht gepaust, sondern gezeichnet, die lagen dann daneben. Und mit eigengezeichneten Sachen hatte ich aber tatsächlich immer ziemlich große Probleme. Und deswegen war ich überrascht, wie das gelaufen ist. Aber ihr seht schon ungefähr, ich habe halt bemaßt und geguckt, wo das lang läuft. Schwarze Kante am Boden. Es ist viel selbsterklärend. Und ja, ich habe zwischendurch noch ein paar Verbesserungen sozusagen gemacht. Die Brocken, die ihr da jetzt seht, das sind die Säulen. Ich habe die halt möglichst ähnlich gemacht zu den Säulen, die ich halt gebaut habe. Da kommen auch noch jede Menge Schattierungen ran. Also es ist wirklich nur der grobe erste, ja, sagen wir mal einfach nur Probekontur quasi, ne? Also es ist noch wesentlich anders gewesen. Aber damit ihr seht, dass das nicht vollkommen langweilig ist, habe ich das für euch ein bisschen runtergekürzt. Die Form ein bisschen angepasst und dann ging es weiter mit den Türen oder den Toren vielmehr, weil ich wollte ja natürlich, dass da auch ein Gefängnis ist. Deswegen ja, ganz stumpf schwarz ausgemalt. Alles andere vorher habe ich mit braun gemacht. Das war für die Schattierung viel später besser. Das hat halt mehr den Grund gegeben und ja,
ja, dann sehe ich schon, viel Radius halt selber gemacht und das Ganze nochmal angeglichen, ein bisschen höher gezogen, weil mir das persönlich ein bisschen zu niedrig war. Und so ging das im Endeffekt eigentlich weiter die ganze Zeit. Ja, und da hatte ich dann eben die Tore abgeschlossen. Und das war dann der Abschluss für den Abend. War ich auch sehr zufrieden. Ich hatte das vorher mal so aufgestellt, um das anzugucken und fand das so vom Outlook her recht cool. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, konntet ein bisschen was lernen. Man lernt dabei nie aus. In dem Sinne hoffe ich, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und wünsche euch erstmal eine schöne Restwoche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.